Seit wir singen und malen und zeichnen, ist die Blume ein Motiv und belegt mit ganz vielen Bedeutungen. Eigentlich gibt es nichts, was nicht durch die Blume gesagt werden kann. Ich werde gefragt, ob ich ein zeichnender Maler oder ein malender Zeichner bin. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil ich das auch selber nicht so genau weiß. Ich male Pflanzen seit 25 Jahren. Eine Botanik, die meiner Fantasie entspringt und die aus ganz vielen Versatzteilen, die ich im Laufe meines Lebens in der Natur beobachtet habe, zustande kommt. Ganz gleich, ob das jetzt Pflanzen sind, Tiere, Strukturen, Systeme, wie Pflanzen funktionieren, wie andere Lebewesen funktionieren. Und insofern ist das immer natürlich ein fantastisches Gebilde, aber es impliziert immer das, was in der Natur irgendwie möglich ist. Ich muss mir diese Figuren auch dreidimensional vorstellen. Ich versuche sie dann auch so zu zeichnen. Die haben für mich immer was Körperhaftes, ein ganz klares Volumen, ein vorne, ein hinten. Die Arbeit, die sich direkt auf den Raum bezieht, das ist eine Folge aus 4 Bildern. Der Titel heißt Cosmic Attractors. Eine Figur, die sich verändert, die immer größer wird, immer bunter wird und es ist wie ein hängender Garten. Die Farbe nimmt zu, es wird immer bunter vom ersten zum 4. Blatt. In dem ersten ist die Figur im Werden dargestellt, also noch nicht ganz ausgewachsen. Cosmic Attractors 1 ist die erfüllte Figur und die Spiegelung auf der Spiegelwand ist die in der Zwischenzeit noch weiter gewachsen ist. Ich wollte das sehr einfach auf diesem Papier halten, weil das Papier für mich immer am stärksten die Idee des nicht definierten Raumes unterstützt hat. In der Skizze kann ich noch alles ausrichten, korrigieren, ausradieren, neu zeichnen. Auf dem Malkarton kann ich nichts mehr ändern. Das muss vom ersten bis zum letzten Pinselstrich sitzen. Und bei Wasserfarbe kann man nicht korrigieren. Natürlich habe ich ein Faible für die Kunst der Spätrenaissance und des Barock, gerade was auch Naturrepräsentation angeht. Es ist gerade so die Periode, wo sich das Blumenstück als Beiwerk loslöst und eine eigenständige Gattung wird. Es ist ein relativ kleinformatiges Stillleben auf Holz, unbekannter Maler, niederländisch um 1600. Interessant ist, dass in der Vase 4 wilde Rosensorten stecken. Die Essigrose oder Rosa gallica, eine gelbblühende wilde Rose, die Foetida. Dann die Hundsrose, die wir alle kennen, Rosa canina und die Rosa frankfurtiana, die Frankfurter Rose. Und das ist interessant, weil es durchaus sein kann, dass in dieser Bezeichnung, die heißt tatsächlich auch Rosa frankfurtiana, die ist früh so bezeichnet worden und dass in dieser Bezeichnung der Hinweis für den Ort des Entstehens des Bildes steckt. Das wäre typisch, weil in solchen Darstellungen steckt immer auch noch eine andere Information drin. Die grafische Sammlung des Städelmuseums besitzt das wunderschöne Florilegium des Grafen Johannes von Nassau-Idstein. Es ist ein Florilegium aus dem 17. Jahrhundert. So bezeichnete man Werke, die im Prinzip Pflanzen porträtieren. Und zwar Pflanzen, die sich in einem Garten befanden. Es gibt ein paar sehr, sehr schöne solche Florilegien. Und dieses Nassau-Idstein-Florilegium ist auch eines der schönsten, welches ich kenne. Also es sind richtig Porträts von einzelnen Individuen, was ich sehr, sehr schön finde.
Einer der Naturphilosophen, den ich sehr schätze, ist Emanuele Coccia, der in mehreren Werken den Fokus wieder auf die Pflanzenwelt richtet. Und er geht so weit, dass er die Pflanzen im Prinzip als die Schöpfergottheiten bezeichnet, weil unser Leben wäre nicht möglich, wenn nicht Pflanzen von seit Jahrmillionen diese Erde und die Atmosphäre so vorbereitet hätten, dass wir existieren können. Und er beschreibt Blumen als kosmische Attraktoren. Sie sind darauf angewiesen, für die Bestäubung Lebewesen aus anderen Reichen, aus einem anderen Regnum anzulocken. Und das sind eben Tiere, ob es jetzt Insekten sind oder Vögel oder Säugetiere. Und auf diese Schönheit oder auf diese Attraktor reagieren wir auch als Menschen.